Stell dir vor, du sitzt in der B1-Prüfung. Da steht, schreiben Sie einen Brief. Und plötzlich ist dein Kopf leer. Du fragst dich, wie fange ich an? Was schreibe ich? Wie beende ich den Brief? Wenn dir das bekannt vorkommt, dann bleib unbedingt bis zum Ende dran. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Zara von 7 Minuten Deutsch. Heute geht es um eine sehr wichtige Frage, und zwar, wie ist ein guter Brief oder eine gute E-Mail in der DTZ oder TED-Prüfung aufgebaut? Wenn du diese Struktur nur einmal verstanden hast, kannst du sie für sehr viele Aufgaben benutzen. Egal, ob du eine Entschuldigung schreiben musst, eine Beschwerde, eine Anfrage oder eine E-Mail an den Vermieter. Die Situation kann anders sein, aber die Grundstruktur bleibt fast immer gleich. Ein guter Prüfungstest besteht aus 5 Teilen. Erstens die Anrede. Zweitens der erste Satz. Drittens der Hauptteil. Viertens der Schlusssatz. Und fünftens die Grußformel. Schauen wir uns diese Teile jetzt ganz einfach an. Teil 1. Die Anrede. Die Anrede steht ganz am Anfang. Wenn du den Namen der Person kennst, schreibst du zum Beispiel sehr geehrte Frau Müller oder sehr geehrter Herr Schneider. Wenn du den Namen nicht kennst, kannst du schreiben sehr geehrte Damen und Herren. Das ist formell und passt sehr gut für Behörden, Firmen, Schulen oder offizielle Stellen. Ganz wichtig, nach der Anrede kommt ein Komma und der nächste Satz beginnt klein. Zum Beispiel, sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen, weil ich eine Frage zu meinem Termin habe. I ist klein. Jetzt kommt Teil 2, der erste Satz. Der erste Satz ist sehr wichtig. Hier sagst du kurz, warum du schreibst. Du musst nicht lange erklären. Ein klarer Satz reicht. Viele schreiben den ersten Satz viel zu kompliziert, aber das brauchst du nicht. Es gibt ein paar Standardsätze, die fast immer funktionieren. Du kannst zum Beispiel schreiben, ich schreibe Ihnen, weil bla bla bla. Ich schreibe Ihnen, weil ich ein Problem mit meiner Heizung habe. Zum Beispiel, ne? Ich schreibe Ihnen, weil ich einen Termin vereinbaren möchte. Ich schreibe Ihnen, weil ich meinen Termin leider verschieben muss. Ich schreibe Ihnen, weil ich meinen Termin am Montag leider absagen muss. Oder ich schreibe Ihnen, weil ich meinen Termin am Montag leider nicht wahrnehmen kann. Diese Sätze passen gut für Briefe an eine Arztpraxis, eine Schule, ein Amt oder eine Beratungsstelle. Und wenn du Informationen brauchst, kannst du schreiben, ich möchte mich erkundigen, ob bla bla bla. Zum Beispiel, ich möchte mich erkundigen, ob der Deutschkurs noch freie Plätze hat. Oder ganz einfach, ich schreibe Ihnen, weil ich eine Frage habe. Wenn du dich beschweren möchtest, kannst du schreiben,
Ich möchte mich über bla 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 beschweren. Zum Beispiel, ich möchte mich über die laute Musik in der Nacht beschweren. Das kannst du zum Beispiel an deinen Vermieter oder deine Vermieterin schreiben. Ne? Der erste Satz soll sofort zeigen, warum schreibe ich diese E-Mail oder diesen Brief. Jetzt kommt Teil 3, der Hauptteil. Der Hauptteil ist der wichtige Teil deines Textes. Hier beantwortest du die Punkte aus der Aufgabe. In der Prüfung stehen meistens mehrere Punkte. Zum Beispiel, warum schreiben Sie? Was ist passiert? Was möchten Sie? Bitten Sie um eine Antwort. Und genau diese Punkte musst du wirklich beantworten. Viele verlieren Punkte, weil sie einen Punkt vergessen. Deshalb mein Tipp: Lies die Aufgabe zuerst ganz genau. Markiere alle Punkte und schreibe zu jedem Punkt mindestens einen Satz. Mindestens. Zum Beispiel, meine Heizung funktioniert seit gestern nicht mehr. In der Wohnung ist es sehr kalt. Könnten Sie bitte so schnell wie möglich einen Handwerker schicken? Ich bitte Sie um eine kurze Rückmeldung. Siehst du, das ist nicht kompliziert, aber alle wichtigen Informationen sind da. Genau das ist in der Prüfung wichtig. Du musst nicht perfekt schreiben, nein, du musst klar schreiben, du musst höflich schreiben und du musst alle Punkte beantworten, wirklich alle Punkte. Im Hauptteil brauchst du oft bestimmte Satzbausteine, zum Beispiel eine Entschuldigung, einen Grund, eine Bitte oder einen Vorschlag. Diese Sätze schauen wir uns jetzt an. Erstens eine Entschuldigung schreiben. Zum Beispiel wegen eines Termins, wegen der Schule, wegen der Arbeit oder wegen einer Situation mit dem Vermieter. Stell dir vor, du kannst nicht zum Elternabend in der Schule kommen. Dann brauchst du höfliche und klare Sätze. Gute Sätze sind zum Beispiel: Es tut mir sehr leid, aber ich kann leider nicht kommen. Oder leider kann ich den Termin nicht wahrnehmen. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Bitte entschuldigen Sie die Umstände. Zweitens, einen Grund nennen. In der Prüfung solltest du oft erklären, warum etwas passiert ist. Aber bitte nicht zu lang. Ein einfacher Grund reicht. Zum Beispiel, weil ich krank bin, weil mein Kind krank ist oder weil ich arbeiten muss, weil ich einen Termin beim Arzt habe, weil mein Zug Verspätung hatte, weil ich umgezogen bin, weil ich die Information zu spät bekommen habe. Ja? Jetzt machen wir daraus ganze Sätze. Ich kann leider nicht kommen, weil ich krank bin. Ich muss den Termin verschieben, weil mein Kind krank ist. Oder ich konnte nicht pünktlich kommen, weil mein Zug Verspätung hatte. Ich habe die Rechnung noch nicht bezahlt, weil ich sie nicht bekommen habe. Sehr, sehr wichtig, nach weil steht das Verb am Ende. Richtig ist, ich kann nicht kommen, weil ich krank bin.
Ja? Nicht, ich kann nicht kommen, weil ich bin krank. Nein, 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 das ist falsch. Merkt ihr, weil plus Verb am Ende. Das ist ein typischer Punkt, der in der Prüfung wichtig ist. Noch ein paar gute Beispiele sind: Es tut mir sehr leid, aber ich kann den Termin am Dienstag nicht wahrnehmen, weil mein Kind krank ist. Oder leider kann ich morgen nicht zum Kurs kommen, weil ich einen wichtigen Termin beim Arzt habe. Oder ich kann am Donnerstag leider nicht zum Elternabend kommen, weil ich arbeiten muss. Diese Sätze sind kurz, höflich und passen sehr, sehr gut für die Prüfung. Drittens, höflich um etwas bitten. In Prüfungsbriefen musst du oft um etwas bitten, zum Beispiel um einen neuen Termin, um Informationen, um Hilfe oder um eine Rückmeldung. Ein sehr wichtiger Satz ist: Könnten Sie mir bitte bla bla bla? Diesen Satz kannst du in vielen Situationen benutzen, zum Beispiel: Könnten Sie mir bitte einen neuen Termin geben? Oder könnten Sie mir bitte weitere Informationen schicken? Könnten Sie mir bitte sagen, welche Unterlagen ich mitbringen muss? Oder ganz einfach: Ich bitte Sie um eine kurze Rückmeldung. Diese Sätze sind höflich, klar und sehr gut für B1. Und viertens, einen Vorschlag machen. Manchmal musst du selbst einen Vorschlag machen. Zum Beispiel, wenn du einen neuen Termin brauchst. Gute Sätze sind: Ich hätte am Mittwoch Zeit. Am Freitagvormittag passt es mir gut. Ich kann am Montag oder Dienstag kommen. Am Nachmittag passt es mir besser. Oder höflicher: Wäre ein Termin am Mittwoch möglich? Du kannst auch schreiben: Können wir den Termin vielleicht auf nächste Woche verschieben? Das ist höflich, natürlich und passt sehr gut zu einem formellen Brief. Jetzt kommt Teil 4, der Schlusssatz. Am Ende brauchst du einen höflichen Schlusssatz. Gute Sätze sind: Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank im Voraus. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Oder ich warte auf Ihre Rückmeldung. Ich bitte Sie um eine kurze Rückmeldung. Oder ich hoffe, dass Sie mir helfen können. Diese Sätze sind sehr praktisch, weil du sie in vielen Prüfungsaufgaben benutzen kannst. Und Teil 5, die Grußformeln. Bei formellen oder halbformellen E-Mails kannst du am Ende schreiben: Mit freundlichen Grüßen, Sarah, Mila. Oder wenn es etwas persönlicher ist, schreibst du: Viele Grüße, Sarah. Für die DTZ oder TEL-Prüfung ist mit freundlichen Grüßen meistens eine sichere Wahl. So, das war die wichtigste Struktur für deinen Prüfungsbrief. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und konnte dir beim Schreiben ein bisschen helfen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Like und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein neues Video verpasst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.